1000 Jahre zurückspringen und nochmal 700 Jahre dazu addieren. I'd like to go back 2,000 years, and then we're going to add another 700 years to that. Wir wollen die Worte von einem Mann hören, der 2700 Jahre vorher diese Worte aufgeschrieben hat und uns mitgeteilt hat. We're going to look at the words that a man spoke 2,700 years ago that he wrote down for us. Sein Name war Jesaja. His name was Isaiah. Und in eurem Heftchen, was ihr bekommen habt, da seht ihr diesen Text, den wir gemeinsam lesen wollen oder den ich euch vorlesen werde. And in the bulletin that you received, you'll find our Bible passage for today, and I'm going to read it aloud for us. Ja. In Jesaja 9,1 und dann auch im Vers 5 steht Folgendes: Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. In Isaiah chapter 9, verses 2 and 6 in the English translation, the people who walk in darkness will see a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Wir feiern Weihnachten. Heute feiern wir Weihnachten. We're celebrating Christmas today. Wir machen das bestimmt schon ziemlich lange. Zumindest in der westlichen Welt feiern wir Weihnachten schon sehr lange. Many of us have been celebrating Christmas for a long time, especially those who live in the Western world. Und wir haben so Synonyme, so andere Namen für dieses Fest. Wir nennen es das Fest des Friedens. And we have various names for this celebration. We call it the fest or the festival of peace. Wir nennen es das Fest der Familie. It's a family celebration. Es ist das Fest der Liebe. It is the celebration of love. Oder wie ich es nenne, das Fest des köstlichen Essens. Or we could call it the celebration of artificial food. Und es ist dieses Fest mit einer ganz besonderen Geschichte. And it's a celebration with a particular history. Die Geschichte von Jesus. It's the history or the story of Jesus. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn ich die Geschichte schon so oft gehört habe, so oft gesehen habe, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, was der Kern der Geschichte ist. Sometimes I feel like I've heard this story so many times that I often lose sight of the real meaning of the story. Ich meine, wir haben das gerade gelesen, gerade gehört, 700 Jahre bevor irgendetwas von dieser Geschichte passiert ist, gibt es einen Mann, der schaut sich diese Welt an. And what we see is that 700 years before this Christmas story ever first took place, there was a man who was looking at the situation. Er sieht sich die Welt an und er sieht Dunkelheit. He looked at this world and he saw darkness. Er sieht Schmerz. He saw pain. Er leugnet das Dunkel nicht, But he didn't deny the fact that there was darkness. sondern er verweist darauf, dass irgendwann ein Tag kommen wird, wo sich Licht Bahn bricht. But rather he pointed to a time in history where light would break through. Heute sehen wir an vielen Orten Dunkelheit. And we see a lot of dark places today in our world. Wir sehen die Auswirkungen des Bösen heute noch. We can see the results of evil in many places. Wir sehen Hass, Ignoranz, Neid. We see a lot of hatred, we see ignorance, we see jealousy. Aber heute denken wir, dass wir dem Einhalt gebieten können. But sometimes we think today that we can bring about peace or unity. Wir denken, wir stoppen Armut, Ausbeutung, wir stoppen das Böse. We talk about how we can put an end to poverty and put an end to suffering and evil in this world. Im Sinne des Textes glauben wir ganz oft, selbst das Licht zu sein. And if you looked at what this text is talking about, sometimes we might think it's referring to us as being the light. Und dann vergessen wir, wohin uns diese Eifer oft gebracht und geführt hat. But then we often forget where our zeal sometimes leads us as people. Wir vergessen die letzten Jahre, die Jahrzehnte, die hinter uns liegen. We forget the decades that lie behind us. Wir vergessen die politischen Systeme und die Ideologien, die es nicht geschafft haben, unsere Probleme zu lösen. We often forget the political ideologies that unsuccessfully solve the problems in our world. Wir stehen immer noch genau da wie vor 2700 Jahren und wir fragen uns ganz oft,
Wo kommt diese Dunkelheit her? Wie können wir dieser Dunkelheit begegnen? And I think that just like 2,700 years ago, we find ourselves in the same situation today, asking, where does this darkness come from, and how can we address it, or how do we deal with it? Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir die Menschwertung Gottes. When we celebrate Christmas, we celebrate the incarnation of God. Aber in Realität sieht es doch so aus, dass wir ganz oft selbst versuchen, Gott zu sein. But often it looks like in reality that we ourselves try to be God. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir denken, Mensch, die Weihnachtsgeschichte, das ist ein nettes Märchen. Maybe it's because sometimes we feel like, oh, the Christmas story, that's all it is. It's just a nice story, a nice fairy tale. Aber vielleicht gehen wir nicht so weit. Wir sagen einfach, nein, das ist eine inspirierende Geschichte. Maybe you could take it one step further and say it's a very inspiring story. Oder aber vielleicht liegt es daran, dass wir vor diesem Anspruch und dieser krassen Realität, die Weihnachtsgeschichte uns vermitteln will, zurückscheuen. It'd be good if we would take a moment to look at what expectation or demands this story actually places upon us as individuals. Die Bibel stellt sich der Realität der Dunkelheit. The Bible presents the reality of darkness. Und die Bibel fordert dich und mich heraus. And the Bible challenges you and me. Denn sie sagt, hey, pass auf, lieber Mensch, du bist nicht in der Lage, dich davon zu heilen oder zu retten. And it says, be careful, man. You're not able to save yourself. Und in dem Moment, wo sie Dunkelheit gibt, da macht sie aber auch Hoffnung. But in those places where we see the darkness, there's also hope. Sie sagt, ja, da ist Dunkelheit, ja, wir können es nicht leugnen, aber da ist auch Licht. The Bible says, yes, there is darkness. We don't deny that, but there is also light. Wir sind nicht das Licht, We are not the light, aber das Licht ist gekommen. but the light has come. Daran glauben wir als Christen. And that's what Christians believe. Das Licht, das von Anfang an war und alles erschuf. The light that was at the very beginning and created everything. Die Bibel berichtet uns ganz am Anfang, dass dieses Licht da war. The Bible tells us that at the very beginning there was the light. Und physikalisch bedeutet das, wenn Licht da ist, gibt es keine Dunkelheit, richtig? And physically, when there is light, then there is no darkness. Aber sie berichtet dann weiter und sagt uns, hey, passt auf, ihr Menschen, ihr habt euch aus freien Stücken dazu entschieden, dieses Licht zu verlassen. But it also tells us people, under their own free will, choose to abandon or to leave the light. Und jetzt müsst ihr mit den Folgen und den Konsequenzen dessen leben. And therefore, we have to live with the consequences of that. Die ganz normale physikalische Folge von dem nicht anwesenden Licht ist Dunkelheit. The natural physical consequences from the absence of light is darkness. Und nun, bevor irgendein Hirte, irgendein Weiser diese ganze Szenerie, die wir gerade gesehen haben, geschieht, berichtet uns dieser Jesaja 700 Jahre noch mal vorher. And before this whole scene took place, where there were the shepherds and even some of the wise men and the other things that are involved in that story, 700 years before that, Isaiah points to this. Er berichtet von einem Kind. And he tells the story of a child. Und er sagt, dieses Kind, auf dem ruht die Herrschaft. And he says, upon this child is the government Und or es trägt- rulership. Und es trägt folgende Namen. And this child will have the following names: Wunderbarer, Wonderful, Ratgeber, Counselor, starker Gott, Mighty God, ewig Vater, the Everlasting Father, Friedefürst. and the Prince of Peace. Kurzum, Jesaja berichtet uns von einem Kind, das Namen trägt, die allein Gott zukommen und allein Gott gebühren. In other words, Isaiah tells us of a child who has the names that describe only God himself. Das ist das erste Mal, dass in der Menschheitsgeschichte erwähnt wird, dass ein Gott vorhat, Mensch zu werden. This is the first time here in the history of these people that God intends to become man. Wir begegnen hier einem Gott, der sich hier vorstellt, der etwas weiter sagt. We encounter here, or we're confronted here with a God who continues and says, Und sich nicht darauf beschränkt zu sagen, hey, passt mal auf, ich gebe euch mal Weisungen, wie ihr mit der Dunkelheit jetzt umgeht. a God who doesn't just say to people, here, let me give you some tips or advice on how to deal with darkness. Nein, der selbst das Licht ist und in die Dunkelheit hineinkommt.
but rather he himself is the light, and he himself comes into the darkness. Er wird zu diesem Gott, der mit dir und mit mir mitfühlen kann. He's a God who wants to connect with you and with me, Weil er selbst Mensch geworden ist. because he himself has become man. Weil er selbst all das erlebt hat, was du und ich in dieser Welt, in diesem Leben erleben. Because he himself has experienced what you and I experience in this life. In der Weihnachtsgeschichte begegnen wir einem Gott, der weiß, wie es sich anfühlt zu leiden. In the Christmas story, we're confronted with a God who knows what it means to suffer. Wie es sich anfühlt, ausgestoßen zu sein. What it feels like to be rejected, Unschuldig angeklagt. to be innocent and yet accused, Und der den Mut hat, sich trotzdem dafür zu entscheiden. and yet had the courage to make that decision. Es gibt einen weiteren Mann, der heißt Matthäus. There was another man, his name was Matthew. Und er hat all die Geschichten, die so mit Jesu passiert sind und die Etappen seines Lebens zeigen, niedergeschrieben. And this man, Matthew, he wrote about all the different stories about Jesus and what happened in his life. Und wenn man sich das erste Kapitel anschaut, dann beginnt es nicht damit, dass er sagt, es begab sich. And if you look at the first chapter of the book that he wrote about Jesus, it says he begat. Ja, wie starten eure Märchen? Yeah, once upon a time. Once upon a time. Ja. Ja, es fängt nicht an wie ein Märchen. It doesn't start like a fairy tale, Nein, wenn du es liest, dann beginnt es mit einem Stammbaum. but if you read it, it begins with a family tree. Ja, es beginnt mit etwas, was dir vermittelt, hey, hier hast du es mit einer nachprüfbaren Realität zu tun. Yes, it presents us something that you can actually grasp, and it shows the reality of the situation. Matthäus geht rein und sagt, ja, dieser Mensch ist in Jesus Baby und Licht geworden und du kannst es nachprüfen. He says that there is this person named Jesus who was born as a baby, and we can prove this, we can verify it. There's a historical record. Und in all den Geschichten, die Matthäus oder die anderen Schreiber so niederschreiben, sehen wir, was Gott getan hat. In all the different stories that Matthew wrote down, we can see what God has done, Und nicht, was wir tun müssen. and not what we need to do. Also es geht nicht darum, dass wir selbst versuchen müssen, das Dunkel zu besiegen. Because it's not, the reality is it's not up to us, or it's not our responsibility to have to fight against the darkness. Glauben bedeutet eben, sich nicht auf das zu verlassen, was du und was ich können. Faith does not mean that we rely upon what you or what me or what I can do myself. Glauben ist es, sich auf den zu verlassen, der gekommen ist und der das Licht ist. But faith means to put our trust in him who has come and who is the light. Bevor wir die Weihnachtsgeschichte gesehen haben, waren da ein paar Superhelden. Before we saw the nativity play or the Christmas play, there were some superheroes standing here. Ich bin ein ganz großer Fan von Superhelden. Ich mag die Avengers. I'm a big fan of superheroes. I like the Avengers. Ja. Aber es ist doch spannend. So viele Geschichten, so viele Märchen, so viele Sachen, wo wir davon hören, dass übernatürliche Dinge passieren. But it's amazing when we read all these different stories with all these different things that happen, and also with miracles. Wo das passiert, glaube ich, wonach wir uns innerlich sehen. Because I believe that we have all these stories because that's what each of us is longing for inside. Ich glaube, wir haben all die Geschichten, weil wir innerlich uns danach sehen, dass etwas Übernatürliches wirklich in unsere Natürlichkeit hineinkommt. We have stories about superheroes and these kind of things because each of us longs for the supernatural to come into our life. Wir wollen dem Tod entkommen. We want to overcome death. Wir wollen Liebe kennen, die niemals aufhört. We want to know love that never dies. Wir wollen das Böse besiegen. We want to see evil truly defeated. Unsere Herzen sehen sich danach. That's what our hearts are longing for. Warum würde das uns sonst so ansprechen, wenn wir uns das anschauen? If that weren't true, then why would we be so attracted to these kind of stories? Die Weihnachtsgeschichte berichtet uns von einem Kind. The Christmas story tells us a story about a child. Ein Kind, das die ganze Welt auf den Kopf stellt. A kid or a child that turned the whole world on its head. Denn es beansprucht für sich all das, was wir mit diesen Superhelden verbinden, ja, zu erfüllen. Because it claims to be able to fulfill everything that these superhero stories awaken in our hearts.
Nicht als Figur eines netten Märchens, but not as a character from a nice fairy tale, sondern als Gott, der Teil von dieser, von meiner und deiner Welt wird. but a story of a God who is part of your and my world. Als Gott, der Mensch wird. A God who has become man. Immanuel, Gott ist mit uns. Emmanuel, God is with us. Jesus beansprucht für sich, Gott zu sein. Jesus is God. Und damit ist er entweder wunderbar und super toll oder total verrückt. And either that's wonderful and great or that's completely crazy. Dieser Anspruch, den Jesus mitbringt, diese Weihnachtsgeschichte, diese pure Provokation an unsere Leben. And this puts a provocation on our lives. Es fordert uns heraus. It challenges us. Es ist nicht nur diese nette Familiengeschichte. It's not just a nice little story. Nein, da ist ein Anspruch dahinter, Rather, it places a demand on us. der uns herausfordert, ganz intellektuell mit unserem Verstand, It challenges us intellectually with our reason, aber vielleicht auch unsere ganze Person. but it also challenges the core of who we are. Denn wir werden nicht nur damit konfrontiert, dass ein Mensch tatsächlich Gott ist, We're not just confronted with this concept or idea that a man is God, nein, wir werden damit konfrontiert, dass ein Gott alles zurückließ, für dich und für mich, um Mensch zu werden. but rather we're confronted with a story that tells us of a God who left everything to become a person, to become man for you and for me. Vielleicht ist das die viel größere Herausforderung. That's the greater challenge. Gott so nahe, Gott so anfassbar, nicht mehr nur in unserer Vorstellung. God so near, God that you can touch, not just how we ourselves think him up. Sondern Gott hier mit uns. God with us. Er hat sich dafür entschieden, so sagt uns die Bibel, seine Herrlichkeit abzulegen. The Bible tells us that he made a choice to leave his glory. Und angetrieben von Liebe, Teil deiner, meiner, dieser ganzen Menschheitsgeschichte zu werden. And driven and motivated by love, he became a part of our story, yours and mine. Um wirkliches Licht in Dunkelheit zu werden. To bring true light in darkness. Weißt du, ich glaube nicht, dass Gott ein Baby geworden ist, um uns zu zeigen, dass es ihn gibt. You know, I don't believe that God became a baby just to prove to us that he exists. Das hat er vorher schon viel, viel spektakulärer gemacht. He had already done many more spectacular things beforehand to prove that he's there. Wenn er einfach nur das unter Beweis stellen wollte, dann kann er irgendwas anderes machen. You know, if that was how he was going to prove himself, he could have done something else. Nein, er ist als Baby gekommen, um dir und mir ganz nahe zu sein. But rather, he became a child, a baby, to be near to both you and to me. Er ist gekommen, weil er nicht ein Gott der Distanz, sondern ein Gott der Nähe ist. He is a God who is near, not a God who is far away. Ein Gott, dem ich mich anvertrauen darf. It's a God that I can put my trust in. Das ist die große Herausforderung, And that is the great challenge. zu vertrauen. Trust. Anzufangen zu vertrauen. To begin to trust. Loszulassen, das Leben zu kontrollieren zu wollen. To let go of our need to be in control. Loszulassen von der Illusion, wo wir denken, wir hätten alles unter Kontrolle. To let go of the illusion that we've got everything under control. Und uns dem anzuvertrauen, der wirklich alles unter Kontrolle hat. And to put our trust in the one who really does have everything in his hand. Gott ist Mensch geworden. God became man. Immanuel, Emmanuel. Gott mit uns. God with us. Amen. Amen.